Wuhu, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal die Canton Smart A45BS genauer an. Canton hat mich mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mir diese Lautsprecher mal etwas genauer anzusehen. Und ihr wolltet ja ein bisschen was von Canton sehen, da habe ich mir gedacht, jawohl, das machen wir. Und in diesem Video schauen wir mal, was dieser doch etwas größer geratene Kompaktlautsprecher so alles drauf hat. Das wird spannend, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Shocker. Die Canton-Lautsprecher kommen fein verpackt bei euch zu Hause an. Doch beim Öffnen des Kartons stellt man fest, alles klar, hier kommt ein bisschen was Größeres, als man von einem Kompaktlautsprecher erstmal erwarten würde. Der Lautsprecher hat eine Breite von 22,5 cm, eine Höhe von 40 cm und eine Tiefe von 36,5 bzw. mit der Stoffabdeckung 37,2 cm. Dabei bringt er 14 Kilogramm auf die Waage. Also mal eben so schnell aufs Regal stellen, ist nicht. Der Smart A45BS wird in zwei Farbvarianten angeboten. Das ist einmal Seidenmatt Weiß oder wie ich hier habe, Hochglanz Schwarz. Und hier glänzt der Lautsprecher wirklich mit einer fantastischen Verarbeitung. Auch wie der Lack, der ist in mehreren Schichten aufgetragen, wie das einfach aussieht, das ist einfach köstlich. Und das verdient das Prädikat edel. Dabei spielt es auch gar keine Rolle, wo man den Lautsprecher aufstellt. Die Umgebung wird auf einmal irgendwie ein Tick edler. Die Front macht da keine Ausnahme, bis auf eine Kleinigkeit, und zwar das Display, wie das angebracht ist. Das spiegelt zwar auch, aber irgendwie dann ein bisschen anders, wie es der Rest von der Front des Lautsprechers tut. Und das bleibt irgendwie im Auge hängen, zwar nicht als Schmankerl, aber irgendwie ein kleines bisschen störend. Optisch stark gelöst ist auf jeden Fall das Display an sich. Das zeigt die Buchstaben in einem sehr starken, kontrastreichen Blau an und das, finde ich, kann man gut ablesen. Damit man den Lautsprecher auch bedienen kann, lädt Canton hier eine Fernbedienung bei. Diese fühlt sich sehr hochwertig an und hat ein ordentliches Gewicht, dass man denken könnte, alles klar, die ist auf jeden Fall aus Metall. Aber Metall hat ja immer so die Eigenschaft, fühlt sich kalt an. Ist bei dieser Fernbedienung überhaupt nicht der Fall. Das passt immer sehr schön. Allerdings ist die Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig. Seit jeher kenne ich es für lauter leiser, dass es da die Tasten rauf und runter sind. Das ist hier leider die Taste links und rechts. Wie oft habe ich bei dem Lautsprecher erst die Quelle geändert, anstatt die Lautstärke zu ändern. Interessant ist auch, dass wir bei dem Lautsprecher Einstellungen vornehmen können, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Wir können die Mitten, die Bässe und die Höhen separat einstellen, aber auch Equalizer können wir auswählen, die schon voreingestellt sind. Zum Beispiel, wenn wir den Lautsprecher in eine Raumecke reinstellen oder wenn wir ihn nah an die Wand platzieren, dass wir da vielleicht den Bass ein bisschen in den Begriff bekommen, können wir hier schon mal Equalizer auswählen. Auch wenn man einen Subwoofer anschließt, bietet der Lautsprecher hier auch Einstellungsmöglichkeiten für den Subwoofer. Selbst eine Distanzeinstellung hat der Lautsprecher mit an Bord. Allerdings sind die Einstellungen nicht auf den ersten Blick direkt zu finden, da hilft einem die 50 Seiten lange Bedienungsanleitung auf jeden Fall weiter. An der Front beherbergt das Zwei-Wege-System zum einen eine 25 mm Hochtonkalotte aus einer Aluminium-Oxid-Keramikmembran und ein 180 mm Tieftöner mit Keramik-Wolfram-Membran. Die Wavesäge darf hier natürlich auch nicht fehlen. Ein Frequenzgang wird hier von 25 bis 30.000 Hertz angegeben. Die Übergangsfrequenz vom Tiefmitteltöner zum Hochtöner liegt hier bei 3000 Hertz. Und da habe ich mir gedacht, oh, 3000 Hertz für einen Tiefmitteltöner, das ist schon ordentlich. Aber wisst ihr, warum das so gemacht worden ist? Weil es funktioniert. Schauen wir uns mal kurz die Messung an, dann sehen wir, dass so auf 45 Hertz das Ganze schon langsam losgeht. Bei 50 Hertz habe ich hier so einen kleinen Buckel, das ist das Bassreflexsystem hier, das ist hier so in dem Raum so. Und dann geht es dann tendenziell linear weiter und bei 3 Kilohertz, also bei den 3000 Hertz, sehen wir, dass wir da auch so eine kleine Überhöhung haben, weil da halt noch der Tiefmitteltöner und der Hochtöner, die spielen da beide zusammen. Der Tiefmitteltöner hört auf und der Hochtöner fängt da so langsam an. Was aber auch ein bisschen zu sehen ist, dass wir so ein bisschen, so eine leichte mainstreamige Abstimmung haben. Das heißt, wir sind ein bisschen, ganz kleines bisschen höher im Bass und ein bisschen auch hier wieder ein ganz kleines bisschen höher in den Höhen. Also, ne? Aber wie gerade angesprochen, das könnte man ja in den Einstellungen noch ein bisschen verfeinern.
Klanglich hat der Lautsprecher mich auf jeden Fall überrascht und da erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an einen Sleeper, also so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, was man erstmal so gar nicht denkt, dass da aus dem Lautsprecher rauskommt. Aber da geht einiges. Zum Beispiel bei Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, da ist es ja so, dass das Lied sehr dynamisch spielt, auch dann auf einmal kräftigen Bass oder sowas abverlangt. Und das kann der Lautsprecher ohne Probleme und füllt damit auch direkt den ganzen Raum und das sehr schön separiert. Da ist es so, dass der Lautsprecher wirklich sehr detailliert spielt, sehr linear, ohne jetzt irgendwo stressig zu wirken oder sowas. Und der Bass wird sehr schön detailliert wiedergegeben, ohne jetzt irgendwie verwaschen oder sowas zu klingen. Der Lautsprecher kann sehr tief spielen, kann aber auch sehr schnell einen kickhaften Bass ohne Probleme wiedergeben. Und das ist ein sehr schöner Kompromiss. Auch die Bühne wird sehr schön in den Raum abgegeben, aber auch sehr separiert. Das heißt, was auf der rechten Seite passiert, bleibt auch irgendwie zu einem gewissen Grad auf der rechten Seite und wird nicht verwaschen irgendwie mit der linken Seite. Was dann halt auf der linken Seite passiert, passiert dann auch da und das füllt den ganzen Raum und ist sehr schön separiert, wie zum Beispiel von Narcotic Liquido. Da ist es ja so, dass die Männerstimme, dass das vorne bleibt, auch sehr schön zentriert in der Mitte. Das Schlagzeug geht dann quasi durch den ganzen Raum und dann haben wir so, ich glaube im letzten Ende des Liedes, da ist es so, dass da kurz eine Frauenstimme kommt, die wird schön, hinten kommt die raus, die Männerstimme bleibt vorne, das Schlagzeug irgendwie so ein bisschen und von hinten kommt dann so ganz so schön ein Hauch von der Frauenstimme, hört man da sehr schön raus. Und das kriegen die Lautsprecher astrein hin. Und dabei spielen die Lautsprecher einen Bass, das ist schon nicht mehr normal. Da habe ich Standlautsprecher gehabt, die haben das nicht so hingekriegt wie der Smart A45BS von Canton. Da haben wir zum Beispiel Bleeding Lights oder sowas, da haben wir ja auch teilweise bei The Weeknd richtig tiefen Bass, der richtig gut reinhaut. Und hätte ich nicht gedacht, dass die das so hinkriegen. Und die kriegen das hin und folgen auch der gesamten Basslinie. Und da habe ich schon fast gedacht, Alter, das ist ja fast schon ein bisschen übertrieben jetzt. Aber das macht riesen Spaß, mit diesen Lautsprechern einfach Musik zu hören. Und das Ganze auch richtig laut. Und die können eine Lautstärke erreichen. Junge, Junge, das ist gewaltig. Damit der ganze Spaß auch direkt losgehen kann, legt hier Canton direkt noch einige Kabel mit dabei, um den Lautsprecher direkt anschließen zu können. Eine gute Sache. Und damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie die Lautsprecher so klingen, habe ich hier einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Tragt dafür am besten eure Kopfhörer, denn auch dies ist wieder eine 3D-binaurale Aufnahme. Viel Spaß dabei!
Ich glaube, man hat hören können, dass der Lautsprecher, wenn es denn nötig sein soll, auch ordentlich zu Werke gehen kann. Auch wenn viele Klamotten auf einmal wiedergegeben werden sollen, viele Instrumente, da was, hier was, jenes, dann ist es gar kein Problem für den Lautsprecher, das Ganze schön separiert darzustellen. Und das mag ich sehr. Der Lautsprecher, wenn man das möchte, kann man auch Lieder sich anhören und das Ganze auch ein bisschen analytischer angehen. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt so analytisch ist und hier die Details dir so in die Ohren pfeffert, wo du früher vielleicht das in Liedern nie gehört hast. Aber wenn man genauer hinhört, man muss genau hinhören, dann hört man auch hier Sachen raus aus Liedern, die man vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat. Aber man muss doch schon ein bisschen deutlicher hinhören. Also optisch und akustisch haben die Lautsprecher einiges auf dem Kasten und die erinnern mich irgendwie vom Klang her auch sehr stark an meine eigenen Lautsprecher. Okay, die Bedienung über die Fernbedienung ist jetzt nicht so der Hit. Ich finde es zwar gut, wenn man nicht für jedes Gerät oder irgendwas eine extra App braucht, aber hier wäre eine App, weil man mit dem Lautsprecher so viel einstellen und machen kann, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen. Schön ist auf jeden Fall, die beiden Lautsprecher sind aktiv, voll aktiv und die verbinden sich untereinander kabellos und das hat beim ersten Mal direkt ohne Probleme sofort funktioniert und hat auch sonst nie zu irgendwelchen Problemen geführt. Und das finde ich ist eine tolle Sache. Aber liebe Leute, was haltet ihr von den Kanton Smart A45BS? Schreibt es mir unten in die Kommentare, da bin ich mal gespannt, was da so bei rumkommt und ob ihr generell irgendwie auch mal die Erfahrung gemacht habt, dass ihr vielleicht mal Standlautsprecher gehört habt und dann habt ihr irgendwie, ich sag mal, einen Regallautsprecher gehört, der jetzt auch nicht unbedingt so aussah, als würde jetzt richtig was gehen und ihr wart dann richtig überrascht, als dann da richtig was ging. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, dann würde es mich sehr freuen. Hat euch dieses Video gefallen, liebe Leute, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch direkt den Kanal und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war's für dieses Video. Bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Speaker Schocker. Tschüss! Da oben sind direkt noch 2 andere Videos und da unten könnt ihr mich abonnieren.